Da bin ich wieder, ich bin die Chanda und ich berichte euch hier vom 10-tägigen Vipassana-Retreat. Heute ist Tag 2. Don hat in seinem Vortrag über Anatta, Dukha und Anicca gesprochen. Ich werde das in 3 Teile aufteilen, weil 1 Stunde Video gucken ist ja ein bisschen sehr lang, so dass ihr im ersten Teil Dons Vortrag über Anatta habt. Anatta ist ein Pali-Wort und bedeutet so viel wie stetige Veränderung oder halt Unbeständigkeit. Darüber redet er im ersten Teil, was jetzt folgt. This is a good point to just share a few words about 3 very important principles. Das ist jetzt ein geeigneter Moment, um euch sehr wichtige Sachen über 3 Prinzipien in der Welt zu erklären. 3 important principles that the Buddha taught, and these were his major insight at the time of his awakening. Und das sind 3 Charakteristiken, die Buddha uns mitgeteilt hat in einer Zeit, wo er erleuchtet wurde und wo er sagt, das sind meine wichtigsten Erkenntnisse, die ich während der Erleuchtung erlangt habe. And he looked at the world outside and the world inside. Und Buddha hat immer die Welt außerhalb und auch innerhalb von sich selbst betrachtet. And he realized that there were just 3 things. Und er hat realisiert, dass auf jeden Fall immer 3 Dinge da sind. That all of the millions and billions of things that we think are the world, actually there are only 3 things that are real. Und wir denken ja oft, dass unsere Welt aus vielen, vielen tausend Dingen besteht. Aber im Endeffekt hatte er erkannt, dass es nur 3 Dinge gibt. And of course he spoke in his language and we speak in ours. Und Buddha hat damals in seiner eigenen Sprache gesprochen und wir sprechen heute unsere Sprache. And sometimes things don't translate very precisely between the 2. Und manche Dinge sind zwischen den beiden Sprachen nicht sehr korrekt übersetzt worden. Yeah. So sometimes we have to use the original expression and then explain it. Und deshalb ist es manchmal besser, die Originalsprache, also die Formulierung der Originalsprache zu benutzen und das dann einfach ein bisschen tiefgehender zu erklären. However, this isn't an academic morning. This is not a time for university courses. This is a meditation retreat. Also auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr sitzt hier an der Uni und es wird jetzt sehr wissenschaftlich, das wird es aber nicht, weil wir haben ja einen Meditationskurs und keine Unisemester gebucht. So as I speak, I shall probably engage your head. Und wenn Don jetzt spricht, wird er höchstwahrscheinlich euren Kopf sehr aktivieren. Aber I'd like you to use your feeling nature to feel what I'm saying. Und Don möchte gerne, dass ihr seine Worte eher fühlt, als dass ihr sie anfangt zu analysieren und zu durchdenken. Ja. Das heißt, ihr hört mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. And these 3 principles of all life, diese 3 Charakteristiken des gesamten Lebens, in the Buddha's own language, which we call Pali, in der Sprache des Buddhas, in Pali, called Anicca, Dukha and Anatta. Die heißen Anicca, Dukha und Anatta. And they just mean that, first of all, nothing remains the same. Anicca bedeutet, dass nichts gleich bleibt oder dasselbe bleibt. Yeah, nothing is permanent. Nichts ist permanent. Nothing lasts. Nichts bleibt. Even the mountains don't last. Auch die Berge werden nicht bleiben. Even the planets don't last. Auch die Erde als Planet wird nicht bleiben. Even galaxies don't last. Und auch unsere Galaxie wird nicht bleiben. And that's to say nothing Nichts bleibt. of atoms
and subatomic particles. Nichts, auch die Atome und die subatomaren Partikel bleiben. What do you think is yourself? Wenn ihr überlegt, was euer Selbst bei euch ausmacht, Is coming into existence and passing out of existence all the time, every moment. und das wird, jeden Moment taucht es auf und verschwindet auch wieder. Jeden einzelnen Moment in eurem Leben. We don't notice this because our observation is not sharp enough. Wir kriegen das gar nicht so mit, weil unsere Beobachtungsgabe diesbezüglich ist noch nicht so ausreichend geschärft. So we go to bed at night and go to sleep, and we wake up in the morning, we look in the mirror and think, I'm the same person. Und wir gehen abends ins Bett, wachen morgens auf, gehen ins Bad, schauen in den Spiegel und sagen, da bin ich ja wieder. But all the time and every instant, things are being renewed, parts of ourselves are being renewed. Und jeden Moment in unserem Leben, also egal wie kurz er ist, sind wir doch anders, weil irgendein Teil sich an unserem Körper oder auch in uns verändert hat. Think of a waterfall. Wenn ihr mal an einen Wasserfall denkt, Yeah. Waterfalls are given names. die Wasserfälle haben Namen bekommen, Like the Niagara Falls, for instance. zum Beispiel der Niagara-Wasserfall. So, because we give it a name, we're seduced into believing that it's a thing. Und in dem Moment, wo wir dem Wasserfall einen Namen gegeben haben, haben wir den Glauben, dass es etwas Stabiles und Festes ist. But it's not a thing. It's a collection of events. Und ein Wasserfall ist im Grunde keine Sache, sondern das ist eine Veranstaltung von vielen, vielen kleinen Dingen, die geschehen. Yeah. The water that you look at, one moment is not the water that you look at the next moment. Und wenn ihr an so einem Wasserfall steht und das Wasser anschaut oder hier unten in einem kleinen Bach, dann ist das Wasser in dem einen Moment ganz anders als das Wasser im nächsten Moment. It's gone and it doesn't come back. Und das, was ihr in dem einen Moment seht, das geht und kommt auch nicht zurück. And your body is like that waterfall. Und euer Körper ist genauso wie das Wasser in einem Wasserfall. There's minute particles gone. Einige Partikel werden gehen, verschwinden And they don't come back. und die kommen nicht wieder. But new particles are born, they come into existence. Aber neue Zellen werden geboren oder entstehen und kommen so in die Existenz. And by the mystery of our DNA, they fall into a similar pattern to the ones before. Und durch das Mysterium der DNA werden die neuen Zellen genau dorthin platziert, wo die alten Zellen abgestorben sind. I don't know why this happens, but it happens. Don weiß jetzt auch noch nicht so richtig, warum das passiert, aber es passiert. Yeah. So this you all know. You all know this already. Das wisst ihr ja alle schon. Yeah. But it's very convenient to forget this. Aber es ist ganz üblich, dass wir das vergessen. Because how can we enjoy life if we don't forget? Aber wie könnten wir sonst unser Leben genießen, wenn wir das nicht besser vergessen? Yeah. We plan our lives as though they were permanent. Wir planen unser Leben mit der Vorstellung, dass es ständig da ist, also dass es ewig geht. Now it's the morning and it's time for a Dhammatalk. Jetzt ist zum Beispiel morgens um 9 und es ist Zeit für einen Dhammatalk, also einen Lehrvortrag. And later it'll be time for meditation. Und später wird es Zeit sein für Meditationspraxis. And then there'll be lunch. Und dann gibt es eventuell Lunch.
also Mittagessen. And so the day's program follows one event after another. Und so habt ihr einen Tagesablauf, das heißt also eine Sache nach der anderen folgt. Yeah. And so we don't forget what's going to happen. There's a note pinned on the door to remind us at which time this event happens. Und damit wir das nicht vergessen, was wann passiert, gibt es Zettel an den verschiedenen Türen auf jeder Etage, um euch zu erinnern, was wann passieren soll. And we can get some kind of comfort out of knowing what we expect to happen. Und dann fühlen wir uns natürlich recht wohl, wenn wir wissen, was als nächstes passiert. If things constantly happen that are totally unexpected, we get very nervous. Und wenn Dinge ständig passieren, so aus dem Nichts heraus ständig Überraschungen auftauchen, dann fühlen wir uns nicht ganz so wohl. Yeah. But inside ourselves, things are happening which are out of our conscious control. Und in uns selbst passieren manchmal Dinge, die nicht unter unserer Kontrolle sind. And it would be very exciting and probably very scary to be able to observe these things happening as they occur. Und es wird sehr abenteuerlich sein, aber auch ein bisschen horrormäßig, wenn wir lernen könnten, diese Dinge in uns zu beobachten, wenn sie plötzlich auftauchen. How many of you had breakfast this morning? Wer von euch hat heute Morgen alles gefrühstückt? Yeah. Na. And now the molecules are being broken down in our body. Und jetzt während das Essen, das ihr gegessen habt, wird in Moleküle zerlegt in euren Körper. And by some mystical process of alchemy, these particles are being changed into energy. Und diese Moleküle, die ihr durch das Essen zu euch genommen habt, die werden jetzt durch irgendwelche magischen Vorgänge in eurem Körper von Materie in Energie umgewandelt. And energy is not something you can look at. Und Energie kann man gewöhnlich nicht anschauen. It's not something you can hold. Das kann man irgendwie nicht halten in der Hand. And then, by a continued process of alchemy, from this energetic process, new cells and new life is born. Und durch die Alchemie in eurem Körper wird die Energie transformiert und es bilden sich neue Zellen und auch neues Leben. And this happens every day of our life. Und das passiert jeden Tag in eurem Leben. And when it stops happening, you're no longer here. Und wenn es nicht mehr passiert, dann sind wir nicht mehr hier. No more Don, no more Chanda, Kein Don mehr, keine Chanda mehr. no more whoever you are. Und keiner mehr von euch, egal wer ihr seid. Gone. Weg. And you can't get it back. Und ihr bekommt den Körper nicht mehr zurück. Oh, and all those wonderful things you wanted to do. And now it's too late. Und alle wunderbaren Dinge, die ihr machen wolltet, dann ist es zu spät. Oh la la, as they say in France. Pech gehabt. We're moving into a lower consciousness or moving into a higher consciousness. Also manchmal werden wir ein bisschen unbewusster und dann werden wir wieder bewusster. The part of our life that is animal and wants to maintain the animal. Und es gibt so einen tierischen Aspekt in uns, der dann eben einfach mal tierisch wird. The part of our life that's perhaps more angelic and wants to become more angelic. Und dann werden wir auf einmal so ein bisschen wie Engel und wollen auch noch mehr wie Engel werden. Yeah. And the part of our life that knows that none of this is the truth and what we want is absolute freedom. Und dann gibt es einen Teil in euch, der weiß,
dass wir weder das Tier in uns leben sollten, noch den heiligen Engel, sondern es sucht da einen Ausgleich und versucht dann frei von den Dingen zu werden. And freedom from what? Und wir müssen dann überlegen, Freiheit von was? Yeah. It's freedom from this constant state of impermanence and constant state of having to try to balance everything in order to stay alive and stay comfortable. Und das ist dann, was wir da eigentlich suchen in der Freiheit, ist die Freiheit von der ständigen Veränderung und auch von dieser Balance, die wir in allen Aspekten unseres Lebens suchen. Yeah. So I can come back to this again in a few moments. Und dann kommt er nochmal drauf zurück in ein paar Momenten. And then there's another principle. Und dann gibt es eine andere Charakteristik in der Welt in uns und außerhalb von uns. Jetzt habt ihr den ersten Teil gesehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und einige Einsichten gegeben. Ich wünsche euch viel Freude beim Meditieren, wenn ihr es gerne ausprobiert. Hier oben links verlinke ich das ABC der Meditation, wo ihr von mir lernen könnt, wie man Vipassana praktiziert. Wenn euch das nicht genug ist, dann könnt ihr gerne auch mal auf meine Webseite schauen und die ist unten in der Infobox verlinkt, wo ihr dann Termine findet für unsere zukünftigen Vipassana-Retreats, so dass ihr auch in live, in echt und in Farbe erleben könnt, wie man meditiert.